Kann man wirklich ohne Lehrer Deutsch lernen? Viele Menschen haben mich das schon gefragt und ehrlich, ich habe es selbst ausprobiert. Die einfache Antwort ist, ja, es geht, wenn du die richtigen Tricks kennst. Du kannst innerhalb weniger Monate gut Deutsch lernen, wenn du die richtigen Methoden befolgst. In diesem Podcast sage ich dir, was du beachten musst, wenn du ohne Lehrer lernen möchtest. Ich zeige dir, welche Fehler du vermeiden solltest und wie du deine Motivation hältst, auch wenn es schwer wird. Du lernst, wie du dein eigenes Lernsystem baust, ganz ohne Druck, aber mit klaren Zielen. Wir sprechen über kleine Schritte, die große Wirkung haben. 10 Minuten täglich, kurze Gespräche, einfache Texte. Ich erzähle dir, warum Apps nur Werkzeuge sind und warum du Sprache im Alltag erleben musst. Und ich gebe dir Tipps, wie du Deutsch wirklich fühlst, in Musik, Serien und echten Momenten. Dieser Podcast ist für alle, die frei lernen wollen, aber trotzdem Fortschritt sehen möchten. Wenn du bereit bist, dich auf diese Reise einzulassen, dann bleib dran. Denn du kannst das schaffen. Viele Leute fragen mich immer, ob man ohne Lehrer überhaupt richtig Deutsch lernen kann. Meine Antwort ist klar, ja, das geht. Aber nur, wenn du Struktur hast. Ohne Plan verlierst du schnell den Überblick. Am Anfang ist alles neu, spannend und du hast viel Motivation. Aber nach ein paar Wochen kommt der Alltag. Du bist müde, hast wenig Zeit und denkst, heute nicht. Genau da hilft Struktur. Sie gibt dir Halt, wenn die Motivation fehlt. Sie ist dein Lehrer, dein Plan und dein Begleiter. Ich sehe viele Lernende, die einfach irgendwie lernen. Heute ein Video, morgen ein paar Vokabeln, übermorgen gar nichts. So funktioniert es nicht. Du brauchst eine klare Routine. Überleg dir, wann lernst du? Was lernst du? Und wie lange? Mach dir einen festen Plan. Zum Beispiel, einen Tag 20 Minuten. Montag Vokabeln, Dienstag Hörübung. Mittwoch sprechen, Donnerstag lesen, Freitag schreiben. So einfach kann es sein. Wichtig ist, dass du es regelmäßig machst. Lieber jeden Tag ein bisschen als einmal pro Woche 2 Stunden. Kleine Schritte bringen dich weiter als große Sprünge. Stell dir vor, du pflanzt einen Baum. Du gießt ihn jeden Tag ein bisschen. Nach einem Jahr ist er stark. Wenn du ihn nur einmal im Monat gießt, wird er vertrocknen. So ist es mit deiner Sprache. Struktur hilft dir, dran zu bleiben. Du siehst deinen Fortschritt und bleibst motiviert. Schreib deine Lernzeiten in den Kalender, so wie einen Termin. Mach dir Notizen, was du gelernt hast. So wirst du dein eigener Lehrer. Tipp: Mach dir einen klaren Lernplan für jeden Tag. Plane realistisch, nicht zu viel. Lieber 5 gute Minuten als gar keine. Wenn du jeden Tag lernst, wirst du sehen, es geht. Und du wirst stolz auf dich sein, weil du es allein geschafft hast. Viele Lernende fragen mich: Wie weiß ich, ob ich Fortschritte mache, wenn ich allein lerne? Diese Frage ist wichtig, weil man oft denkt, man kommt nicht weiter.
Man lernt Wörter, hört Podcasts, liest Texte, aber man merkt den Fortschritt nicht sofort. Und genau das frustriert viele. Ich sage immer, Lernen ist wie Sport. Du wirst nicht von einem Tag auf den anderen stark. Aber wenn du regelmäßig trainierst, wirst du besser, auch wenn du es nicht jeden Tag siehst. Das Gleiche gilt für Deutsch. Wenn du selbst lernst, musst du deinen Fortschritt sichtbar machen. Sonst hast du das Gefühl, du trittst auf der Stelle. Ein einfacher Weg ist, jede Woche einen kleinen Test mit dir selbst zu machen. Schreib zum Beispiel einen kurzen Text über dein Leben, über deine Woche oder über ein Thema, das dich interessiert. Mach das regelmäßig, Woche für Woche. Lies deine alten Texte nach einem Monat und du wirst staunen, wie viel besser du geworden bist. Du wirst neue Wörter sehen, bessere Sätze, weniger Fehler. So siehst du deinen Fortschritt schwarz auf weiß. Eine andere gute Methode ist, jede Woche eine Sprachaufnahme zu machen. Sprich frei über ein Thema. Du kannst erzählen, was du gemacht hast, was du planst oder was dich bewegt. Am Anfang klingt das vielleicht unsicher, aber nach ein paar Wochen wirst du merken, deine Stimme ist flüssiger, du brauchst weniger Pausen, du suchst seltener nach Wörtern. Hör dir deine Aufnahmen später wieder an. Du wirst hören, wie du wächst. Das ist Motivation pur. Wenn du siehst, dass du besser wirst, willst du weitermachen. Tipp: Schreib jede Woche einen kurzen Text oder mach eine Sprachaufnahme. Das kostet nur wenige Minuten, aber es verändert, wie du dich selbst siehst. Du wirst merken, du lernst wirklich. Und das Gefühl, Fortschritt zu spüren, ist das Beste beim Lernen. Viele Lernende fragen mich, was ist, wenn ich Fehler mache? Diese Frage höre ich sehr oft, und sie zeigt mir, dass viele Angst vor Fehlern haben. Viele wollen erst sprechen, wenn sie alles perfekt können. Aber das ist unmöglich. Niemand spricht am Anfang fehlerfrei, auch nicht mit Lehrer. Fehler sind normal. Mehr noch. Sie sind nötig. Ohne Fehler lernst du nichts. Fehler zeigen dir, wo du noch wachsen kannst. Wenn du nie etwas falsch machst, bleibst du stehen. Ich sage meinen Schülern immer, Fehler sind dein Spiegel. Sie zeigen dir, was du schon kannst und was du noch üben musst. Ich erinnere mich an eine Schülerin, die nie sprechen wollte. Sie hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. Sie wartete auf den Moment, in dem sie perfekt war. Aber dieser Moment kam nie. Erst als sie begann zu sprechen, passierte etwas. Sie machte viele Fehler, ja. Aber sie lernte schnell. Heute spricht sie flüssig und sicher. Warum? Weil sie sich getraut hat. Fehler sind kein Zeichen von Dummheit. Sie sind ein Zeichen von Mut. Du hast etwas ausprobiert, und das ist das Wichtigste. Wenn du sprichst, lernst du. Wenn du wartest, verlierst du Zeit. Deshalb sage ich, mach Fehler, aber lern daraus. Schreib sie auf, hör zu, korrigiere dich selbst, aber hab keine Angst davor. Jeder Fehler bringt dich weiter. Stell dir vor, du bist ein Kind, das Fahrrad fährt. Du fällst ein paar Mal hin, aber irgendwann fährst du sicher.
So ist es auch mit Sprache. Tipp: Sieh Fehler als Beweis, dass du lernst. Wenn du Fehler machst, heißt das, du bist aktiv. Du tust etwas. Und genau das ist der Weg, um wirklich Deutsch zu lernen. Viele sagen zu mir: Markus, ich habe keine Zeit zum Lernen. Mein Tag ist voll. Ich arbeite, ich habe Familie, ich bin müde. Wann soll ich noch Deutsch lernen? Ich verstehe das gut. Das Leben ist oft stressig. Aber die gute Nachricht ist, du brauchst gar nicht so viel Zeit. 10 Minuten am Tag reichen schon, wenn du sie regelmäßig nutzt. Es geht nicht darum, lange zu lernen. Es geht darum, jeden Tag ein kleines Stück weiterzukommen. Viele denken, sie müssen sich 2 Stunden hinsetzen, sonst lohnt es sich nicht. Das ist falsch. Dein Gehirn lernt besser, wenn du oft, aber kurz übst. So bleibt das Wissen frisch. Denk an Zähneputzen. Du machst es jeden Tag kurz, nicht einmal im Monat lange. So ist es auch beim Lernen. Finde kleine Momente im Alltag. Hör einen deutschen Podcast beim Frühstück. Lies einen kurzen Text in der Bahn. Schreib 3 Sätze über deinen Tag, bevor du schlafen gehst. Es geht überall. Wenn du Deutsch zu einem Teil deines Alltags machst, lernst du automatisch. Du kannst Vokabeln an den Kühlschrank kleben oder neue Wörter beim Spazieren üben. Wichtig ist, dass du regelmäßig Kontakt mit der Sprache hast. Diese kleinen Einheiten summieren sich. Nach einem Monat sind 10 Minuten am Tag über 5 Stunden Lernen. 5 Stunden, in denen du aktiv warst. Und das fühlt sich gut an. Du brauchst keine perfekte Zeit. Du brauchst nur den Willen, anzufangen. Plane feste Mini-Zeiten ein, am besten immer zur gleichen Uhrzeit. So wird Lernen zur Gewohnheit. Tipp: 10 Minuten am Tag reichen, wenn du sie regelmäßig nutzt. Bleib dabei, auch wenn du mal müde bist. 10 Minuten sind immer möglich. Und wenn du das schaffst, wirst du merken, du hast doch Zeit. Du nutzt sie nur anders. Viele Lernende fragen mich: Markus, wie bleibe ich motiviert? Ich fange immer voller Energie an, aber nach ein paar Wochen verliere ich die Lust. Das ist ganz normal. Motivation ist kein Dauerzustand. Sie kommt und geht. Viele glauben, sie müssen zuerst motiviert sein, um zu handeln. Aber es ist oft genau andersherum. Wenn du handelst, kommt die Motivation von selbst. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Wenn du anfängst, spürst du nach kurzer Zeit den kleinen Erfolg. Und das gibt dir Energie für den nächsten Schritt. Deshalb sage ich, warte nicht auf den perfekten Moment. Fang einfach an, auch wenn du keine Lust hast. 10 Minuten Lernen sind immer besser als nichts. Nach diesen 10 Minuten wirst du merken, dass es gar nicht so schwer war. Und genau da entsteht Motivation. Sie wächst aus dem Tun. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, setz dir kleine, erreichbare Ziele. Wenn dein Ziel zu groß ist, wirkt es wie ein Berg, den du nie erklimmen kannst. Aber wenn du ihn in kleine Schritte teilst, schaffst du es. Sag nicht, ich will fließend Deutsch sprechen. Sag lieber, diese Woche will ich 10 neue Wörter lernen oder ein kurzes Gespräch führen.
Wenn du das erreichst, feier diesen Erfolg. Freu dich ehrlich darüber. Schreib deine Fortschritte auf. Mach eine Liste mit Dingen, die du schon kannst. So siehst du schwarz auf weiß, dass du wächst. Das gibt dir Mut, weiterzumachen. Motivation braucht sichtbaren Erfolg. Wenn du siehst, dass du besser wirst, willst du automatisch mehr. Und denk daran: Rückschläge gehören dazu. Es gibt Tage, an denen du keine Lust hast. Das ist in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du danach weitermachst. Kein Tag ist perfekt, aber jeder Tag zählt. Such dir kleine Belohnungen für deinen Einsatz. Hör dein Lieblingslied nach dem Lernen oder trink eine gute Tasse Kaffee. So verknüpfst du Lernen mit etwas Positivem. Und am wichtigsten: Erinnere dich immer daran, warum du Deutsch lernst. Vielleicht willst du reisen, Freunde finden oder in Deutschland leben. Dein Warum ist dein Motor. Schreib es dir auf und lies es, wenn du müde bist. Motivation ist keine Magie. Sie ist das Ergebnis von Gewohnheit, kleinen Erfolgen und der Freude am Lernen. Tipp: Setz kleine, erreichbare Ziele und feiere kleine Erfolge. Wenn du das tust, wirst du merken: Motivation ist kein Zufall. Sie entsteht, wenn du einfach weitermachst. Viele Lernende sagen zu mir: Markus, Grammatik ist schwer. Wie soll ich sie verstehen, wenn ich keinen Lehrer habe? Meine Antwort ist einfach: Du kannst Grammatik auch allein lernen. Aber du musst sie richtig angehen. Grammatik soll dir helfen, nicht dich blockieren. Viele machen den Fehler, dass sie zuerst alle Regeln lernen wollen, bevor sie sprechen. Sie denken, sie müssen alles wissen, bevor sie anfangen. Aber so lernst du keine Sprache. Grammatik ist kein Ziel, sie ist ein Werkzeug. Du benutzt sie, um dich besser auszudrücken. Deshalb ist es wichtig, sie genau dann zu lernen, wenn du sie brauchst. Wenn du zum Beispiel einen Satz sagen willst und merkst, du weißt nicht, wie man ihn richtig bildet, dann ist das der perfekte Moment, die Regel zu lernen. So bleibt sie im Kopf, weil du sie direkt benutzt. Wenn du dagegen Regeln lernst, ohne sie anzuwenden, vergisst du sie schnell. Ich sehe das oft bei Lernenden, die viel Theorie kennen, aber kaum sprechen. Sie haben Angst, Fehler zu machen, weil sie denken: Ich kenne die Regel, also darf ich keinen Fehler machen. Doch das ist falsch. Grammatik ist da, um dich zu unterstützen, nicht um dich zu stoppen. Wenn du sie mit echtem Leben verbindest, wird sie einfach. Lies einfache Texte und achte darauf, wie Sätze gebaut sind. Hör Menschen zu und schreib dir Strukturen auf, die du oft hörst. So lernst du Grammatik im Kontext, nicht aus Tabellen. Das ist natürlicher und bleibt besser im Gedächtnis. Du musst nicht jede Regel sofort verstehen. Wichtig ist, dass du sie benutzt. Mach kleine Notizen mit Beispielen aus deinem Alltag. Zum Beispiel: Heute habe ich gelernt, wie man weil benutzt. Dann schreib 3 eigene Sätze damit,
So machst du Grammatik lebendig. Tipp: Lerne Regeln, wenn du sie im Alltag brauchst. Grammatik ist kein Berg, den du erklimmen musst. Sie ist ein Werkzeugkasten. Und jedes Werkzeug hilft dir, Deutsch klarer und sicherer zu sprechen. Viele Lernende sagen zu mir: Markus, ich vergesse Wörter so schnell. Ich lerne sie, wiederhole sie, und ein paar Tage später sind sie weg. Das ist ganz normal. Dein Gehirn merkt sich Wörter nicht, wenn du sie nur liest oder auswendig lernst. Wörter müssen leben. Du musst sie benutzen, sonst verschwinden sie wieder. Stell dir Wörter wie Samen vor. Wenn du sie nur in der Hand hältst, passiert nichts. Wenn du sie in den Boden pflanzt, gießt und pflegst, wachsen sie. So ist es mit Vokabeln. Du musst sie in Sätze setzen, damit sie Wurzeln schlagen. Wenn du ein neues Wort lernst, schreib sofort ein Beispiel mit ihm. Noch besser: Erzähl eine kleine Geschichte. Wenn du zum Beispiel das Wort laufen lernst, sag nicht nur laufen heißt to run. Schreib: Ich laufe jeden Morgen im Park. Oder mein Freund läuft zu spät zur Arbeit. So bleibt das Wort im Kopf, weil es mit einem Bild und einer Situation verbunden ist. Du kannst auch kleine Geschichten mit 5 neuen Wörtern schreiben. Das klingt kindisch, ist aber sehr effektiv. Du bringst dein Gehirn dazu, die Wörter miteinander zu verknüpfen. Auch Sprechen hilft. Verwende neue Wörter bewusst im Alltag, selbst wenn es nur ein Satz ist. Sag sie laut, wiederhole sie in verschiedenen Situationen, mach dir kleine Karten oder benutze Apps, aber kombiniere das mit echten Sätzen. Nur so wird passives Wissen aktiv. Vergiss nicht: Wörter, die du benutzt, bleiben. Wörter, die du nur liest, gehen verloren. Tipp: Nutze Wörter aktiv. Schreib Sätze, erzähl Geschichten. Mach sie zu einem Teil deines Lebens. Wenn du Wörter lebendig machst, wirst du sie nicht mehr vergessen. Viele Menschen glauben, dass man ohne Lehrer keine Sprache richtig lernen kann. Aber du hast heute gesehen, es ist möglich. Es braucht nur klare Struktur, Geduld und Freude. Du hast gelernt, dass kleine Schritte wichtiger sind als große Pläne. Dass 10 Minuten am Tag oft mehr bringen als 2 Stunden einmal im Monat. Du weißt jetzt, dass Fehler keine Feinde sind, sondern Freunde. Sie zeigen dir, dass du aktiv lernst. Du hast erfahren, dass Grammatik kein Ziel ist, sondern ein Werkzeug. Sie hilft dir, klarer zu sprechen, wenn du sie im richtigen Moment lernst. Du weißt auch, dass Motivation nicht einfach vom Himmel fällt. Sie entsteht, wenn du handelst. Jeder kleine Erfolg gibt dir neue Energie. Und du hast gesehen, dass Wörter nur dann bleiben, wenn du sie benutzt. In Geschichten, Sätzen und Gesprächen. Vielleicht denkst du jetzt: Das klingt alles einfach, aber schaffe ich das wirklich allein? Ja, du schaffst das. Du hast alles, was du brauchst. Du brauchst keinen perfekten Plan, keine teuren Kurse, keine ständige Kontrolle.
Was du brauchst, ist Neugier, Mut und die Bereitschaft, dran zu bleiben. Sprache lebt im Alltag. Sie wächst, wenn du sie benutzt. In der Küche, beim Spazieren, im Gespräch. Wenn du Deutsch in dein tägliches Leben bringst, wirst du Fortschritte sehen, auch ohne Lehrer. Der Schlüssel ist nicht Zeit, sondern Regelmäßigkeit. Jeden Tag ein kleiner Schritt, das ist der Weg. Du bist dein eigener Lehrer, dein eigener Motivator. Und du wirst überrascht sein, wie viel du erreichen kannst, wenn du dich einfach traust anzufangen. Also, wenn du das nächste Mal denkst, du hast keine Zeit, keinen Plan oder nicht genug Wissen, erinnere dich. Jede Minute zählt. Mach einfach weiter. Dein Fortschritt ist näher, als du glaubst. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge etwas mitnimmst. Schreib mir gern, welche der Tipps du zuerst ausprobierst oder welcher dir am meisten geholfen hat. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir ein Like oder folge dem Podcast, damit du keine neuen Folgen verpasst. So hilfst du auch anderen, die Deutsch lernen und vielleicht gerade an sich zweifeln. Und jetzt meine Frage an dich. Welchen kleinen Schritt wirst du heute tun, um besser Deutsch zu lernen?